Freunde, ja, auf Wunsch werde ich euch heute mal den Art of Arabia 3 vorstellen. Das wurde gewünscht, weil ich die anderen ja auch schon vorgestellt habe. Nicht alle, aber fast alle. Und den habe ich noch nicht vorgestellt, jedenfalls nicht als Einzelreview. Und das möchte ich jetzt euch mal oder beziehungsweise nachholen. Und bringt dieser Duft was? Ist dieser Duft gut? Oder kommt er seinen großen Bruder sehr nah? Und ihr wisst, der große Bruder ist ein Meisterwerk. Und ja, auf jeden Fall werde ich das euch jetzt erzählen. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance aus Hamburg immer noch. So, Art of Arabia. Muss ich eigentlich noch was zu diesem Flakon sagen? Jedes Mal sage ich das. Guckt euch das mal an. Mit den 7-Sterne-Hotel aus Dubai hier. Schon sehr nice gemacht. Also ich hoffe, der Fokus kriegt das hin. Das ist schon sehr nice. Das sind 100 ml und da müsst ihr ungefähr zwischen 30 und, ich sag mal, 45 Euro bezahlen. Das ist ja immer verschieden. Ja, und der Duft ist schon wirklich sehr elegant und sehr, sehr, sehr gut gemacht. Wenn man sich überlegt, was ich gerade für einen Preis erwähnt hatte. Und herrlich. Und es ist nicht ansatzweise synthetisch. Ein richtig geiler, sexy, sinnlicher, cooler Date-Duft zum Beispiel. Also das funktioniert. Davana ist hier drin. Und man merkt das so ein bisschen. Und eine Bergamotte am Anfang, dieses Zusammenspiel, ist aber schon, finde ich, in meiner Nase sehr cremig gleich am Anfang. Wir haben auch Weihrauch, aber ob Weihrauch, also ja, man nimmt es so ein bisschen wahr, aber nicht so wie euch typische Weihrauch. Es gibt ja Weihrauchdüfte, zum Beispiel hier haben wir den Amouage Epic 56, das ist mal eine ganz andere Liga von Weihrauch und so könnt ihr euch diesen Duft natürlich nicht vorstellen. Also auch keine Kirche hier, wo man diesen Weihrauch riecht. Nein, es ist einfach ein würziger Duft, der eine schöne Cremigkeit hat und der Weihrauch ist einfach ganz minimal im Background. Dann, was diesen Duft ausmacht, dann kommt der Tabak, es kommt Sandelholz und die Datteln. So, grundsätzlich Dattel. So, Datteln sind sehr gesund, sind auch sehr süß und dementsprechend ist der Duft natürlich auch etwas süßer. So, und er hat natürlich ein sehr, sehr großes Vorbild und da wollen ja viele jetzt wissen, macht das Sinn oder ist es, weil es geht ja leider, muss man sagen, fast gar nicht mehr um den Duft. Da sagt man sich, oh, der hat ja ein ganz großes Vorbild, den kaufe ich mir, weil das Vorbild ist mir zu teuer, weil das Vorbild kostet 550 Euro in 50 ml und wir reden hier von Blonde Amber von Clive Christian. Das ist natürlich wirklich ein Meisterwerk schlechthin, 10 Sterne, Duft 10 Punkte, also und ich sage mal so, um jetzt nicht groß auf den Blonde Amber einzugehen, es ist ein sehr, sehr gutes oder eine sehr, sehr gute Alternative. Aber man merkt, wenn man das wirklich 1:1 testet, merkt man schon den Unterschied. Da gibt es wirklich Unterschiede. Es ist einfach, sagen wir mal so, dieser Duft ist luftiger, leichter, während der große Bruder tiefer, schwerer, dieses ganze Zusammenspiel, was ich eben mit diesen ganzen Komponenten erzählt habe, dieses Sexappeal ist beim großen Bruder natürlich noch um einiges besser. Das muss man wirklich so sagen. Da kann man auch nichts oder da kann man eigentlich nichts zu sagen, weil das ist wirklich ein Meisterwerk. Aber wenn wir von dieser Preiskategorie reden, dann ist das hier ein Meisterwerk in dieser Preiskategorie. Das muss man sagen. Und es ist eben eine sehr, sehr gute Alternative, muss man schon sagen. Und wenn man wirklich nicht so viel Geld ausgeben möchte, dann bleibt ja auch nur der. Ich weiß nicht, ob es da noch eine günstige Alternative, es gibt ähnliche Düfte, aber eine günstige Alternative gibt, zum Beispiel so wie der. Ich glaube, das ist schon der beste, was diese Kategorie angeht, beziehungsweise von der Preiskategorie. Dann gesellt sich noch ein bisschen Tuberose dazu und ja, Patchouli, glaube ich auch. Es ist auf jeden Fall Art of Arabia von Lattafa. Da haben sie ein schönes Ding gemacht und da kann man nichts mit falsch machen. Er ist ein bisschen ab und zu, glaube ich, schwerer zu bekommen. Mal weg, mal wieder da, mal wieder weg. Und ja, aber guckt mal im Netz und dann findet ihr den Duft. Haltbarkeit. Ja, die Haltbarkeit ist gut, würde ich sagen. Ja, die liegt so bei, jetzt muss ich wieder dieses Zwischending sagen, zwischen, sag ich mal, 6, obwohl 6 schon, ja, ich sag mal 6
und 9 Stunden. Das ist für den Preis sehr gut, das reicht. Ich bin also, bei mir war das so 7 Stunden, natürlich hautnah nachher und auch nicht von der Sillage, da kommen wir jetzt auch gleich zu, ich mache immer Sillage und Haltbarkeit zusammen. Die Sillage ist präsent, die ist sogar das ist mal Tagesform allerdings, ein bisschen stärker als beim Original. Das ist das Einzige, was ich bei dem Meisterwerk ein bisschen bemängel, ist die Sillage, nicht die Haltbarkeit. Die Haltbarkeit ist definitiv länger, also die ist sehr lang, ne? Auf die Klamotten vor allen Dingen Tage, aber dann kommt das wieder, wenn ihr da ab und zu mal so auf so ein T-Shirt liegen, das hatte ich, dann riecht ich denke mal, was riecht hier so? Aber dann ist es tatsächlich noch der Blond Ember. Das heißt dementsprechend die Sillage doch nicht so schwach. Nur das ist manchmal so ein Duft, der in der Nase, das ist so wie manche Düfte, bei manchen Düften ist das einfach so, das ist mal stark, mal nicht so stark. Tatsächlich, es gibt so eine Düfte, aber grundsätzlich muss man auch sagen, es ist nicht eine brachiale Sillage, die der große Bruder hat. Hier ist das jedenfalls die ersten 1,5 Stunden stärker. Dann wird das auch ein bisschen schwächer, aber im Endeffekt ist es schon ja ziemlich ähnlich, aber die Haltbarkeit nicht. Aber trotzdem reicht die Haltbarkeit, ja. Und was wollt ihr mehr? Mehr muss man eigentlich zur Art of Arabia 3 nicht sagen. Das ist schon gut, ne? Also muss man schon gestehen. Ja, gut, aber ja, es ist doch noch ein bisschen, also es ist schon anders. Wie soll ich das sagen? Also es gibt aber, glaube ich, keine bessere Alternative. Es ist schon wirklich gut. Ich möchte auch nicht immer die Prozentzahlen sagen, wie dicht der dran ist. Es ist eine sehr, sehr gute Alternative. Aber ja, wie ich schon eben man sollte den in der Sammlung haben, wenn man also schon eine gute, stabile Sammlung hat und wenn man ein bisschen das Geld über hat, sollte man Blond Ember. Ich stehe ja so und so immer zum Original. Die habe ich, weil Lattafa steht ja inzwischen auch sogar bei Douglas und ich finde einfach auch ich kaufe die schon wegen diesen Flakons. Da habe ich habe 10 Düfte, glaube ich. Ich finde es gut und es ist wirklich gut. Natürlich haben sie ihre eigene DNA noch drin. Das finde ich dann ein bisschen besser als bei den anderen vielleicht, die es gibt, von diesem Brand, die komplett nur irgendwie versuchen, einen Duft nachzumachen und das ist da schon besser. Ja, dann schreibt mal runter. Findet ihr den auch gut? Was haltet ihr von denen? Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bis zum nächsten Mal.